Welcome to ERG Podcast. Kyo dake wa. Just for today. Also dann herzlich willkommen zu diesem schönen Abend im Rahmen von ERG. Ich möchte vorstellen die Reiki Alliance Deutschland, Reiki Alliance Germany, die sich 2004 in Gersfeld, das ist in der Mitte von Deutschland, gegründet hat. Es ist eine Ausgründung von TRA, weil ein amerikanischer Verein, was die TRA ist, in Deutschland keine Rechtsfähigkeit besitzt. So mussten wir sozusagen eine eigene Vereinigung gründen, die sich anlehnt an die Reiki Alliance in den USA, die international tätig ist und deren Werte wir auch weitgehend unterstützen. Die Reiki Alliance Deutschland ist eine Vereinigung von Reiki-Menschen, die das Usui Shiki-Ryoku praktizieren und pflegen. Und maßgeblich für diesen Stil oder für diese Schule und Reiki-Form ist Hawaya Takata, die in Hawaii geboren wurde und dort gelebt hat. Und in Erinnerung an Hawaya Takata habe ich heute ein schönes Paro, ein Tuch aus Hawaii, hinter mich aufgehängt, weil sonst ist da nur mein Büro zu sehen und das ist ein bisschen langweilig. So, das ist jetzt das Rätsel von dem Hintergrund gewesen. Ja, warum hat sich die eigene Organisation gegründet in Deutschland? Es ging darum, Reiki in Deutschland anerkennen zu lassen und offiziell damit arbeiten zu können. Weil bis dahin war es so in der Grauzone und jemand, der das offiziell ausgeübt hat, ist Gefahr gelaufen, eingesperrt zu werden, verklagt zu werden, Berufsverbot zu bekommen. Und einige Monate nachdem wir uns gegründet hatten, hatte eine Klage beim Bundesverfassungsgericht Erfolg. Das Bundesverfassungsgericht ist das höchste Gericht in Deutschland und das hat entschieden, dass Reiki zu praktizieren ohne Ausbildung in einem Heilberuf, also Arzt oder Heilpraktiker, gestattet ist. Jeder Mensch darf in Deutschland Reiki ausüben und praktizieren und auch bei anderen Menschen anwenden. Das war vorher nicht so. Das war also ziemlich kritisch, wenn es jemand offiziell gemacht hat. Und er ist angezeigt worden manchmal. Ne? Es gab einige Reiki-Meister, die haben gesagt, ich mache es trotzdem, egal ob ich in den Knast gehe dafür, also ins Gefängnis oder nicht. Und wenn ich im Gefängnis bin, dann praktiziere ich dort weiter. Also so war die Situation und es war für uns wie eine kleine Belohnung, dass ein paar Monate nach unserer Gründung eben diese Freigabe erfolgt ist. Unter gewissen Auflagen, aber es war wunderbar. Ja. Wir haben dann als Vereinigung, wir sind ungefähr immer von Beginn an schon immer um die 20 Menschen nur, aber klein, aber fein, wie man sagt. Und wir haben schon begonnen, damit Reiki in Altenheimen auszuprobieren. Dann haben wir Workshops und Vorträge an Fachhochschulen gemacht, beim Ingenieurinnenbund, bei der Rheuma-Liga, auch in der Fachhochschule noch. Also es war verschiedene Sachen, haben wir versucht, uns zu üben, Reiki offiziell zu präsentieren. Wir haben auch Stände in der Fußgängerzone in München gehabt mit Informationsmaterial, all solche Sachen. Ja, eines der größten Aufgaben war die Mitbegründung von ProReiki, dem Berufsverband, der auch dann die große wissenschaftliche Studie zusammen mit der Fachhochschule, mit der Technischen Universität in München, diese sogenannte REASSURE-Studie, das ging darum, Frauen mit Brustkrebs eben komplementär mit zu begleiten. Eine Hälfte der Kandidatinnen ist hat Sport bekommen, Sporttherapie, und die andere Hälfte hat Reiki erhalten. Dort sind jetzt zwei Doktorarbeiten entstanden daraus. Eine ist schon freigegeben und eine weitere ist gerade in der Freigabe.
Und zusammenhängen kann man sagen, dass die Studie für Reiki spricht. Reiki ist mindestens genauso gut als Therapiebegleitung wie Sport. Das ist eine der Aussagen. Es gibt dann noch Detailaussagen, aber das ist ein eigener Vortrag mal. So, die Studie ist über 3 Jahre gelaufen, von 2015 bis 2018. Und die hauptsächliche Organisation der Praxiseinrichtung und Terminorganisation und Schulung von Behandlern, das war hauptsächlich die Aufgabe vom Praxisteam und das wurde von der RAD gestellt. Also RAD ist die Kurzbezeichnung für Reiki Alliance Deutschland, Reiki Alliance Germany. Ja, und wir treffen uns als Organisation ungefähr 1- bis 2-mal im Jahr. Und ja, da tauschen wir uns dann aus. Wir machen dann natürlich das, was jeder Verein macht, eine Generalversammlung und treffen Entscheidungen. Aber wesentlicher Teil ist auch, sich auszutauschen, was alles so passiert ist. Und dieses Jahr ist eben hauptsächlich gewesen, ProReiki ist als Mitgliedsverein ausgeschieden, Mitgliedsverband bei EAG. Und deshalb hat die Reiki Alliance Deutschland die Mitgliedschaft angefragt und ist angenommen worden, um eben auch Deutschland hier auf europäischer Ebene vertreten zu können und die Anliegen einzubringen und auch natürlich mitzuwirken. Ja, für uns ist es auch wichtig, von Anfang an Vernetzung zu betreiben. Also unsere Kollegen in Österreich haben wir öfters besucht und zuletzt zu unserem 20-jährigen Bestehen, das war letztes Jahr, 2024, haben wir unsere bulgarischen Kollegen in Samakow besucht. Ja, wie sieht nun so typischer Austausch bei uns aus? Da will ich euch gerne mitnehmen dazu. Das ist, wir sitzen einfach im Kreis, dann rezitieren wir die Lebensregeln, dann stimmen wir uns auf Reiki ein und vorher hat man schon etwas besprochen, was so die Anliegen sind. Und diesmal möchte ich ein besonderes Anliegen mitbringen vom Reiki-Festival. Das war jetzt letzte Woche in Deutschland. Das ist auch ein Treffen, ein deutschlandweites Treffen, so ungefähr mit 200 Teilnehmern. Und dort gibt es immer einen Tauschtisch. Das heißt, Menschen, die etwas übrig haben, was mit Reiki zu tun hat oder einfach nette Sachen, legen das auf den Tisch und jemand, der sich dafür interessiert, kann das mitnehmen. Ja? Meistens bleibt am Ende sogar was übrig. Ne? Also es ist immer mehr als genug da, dass jeder etwas nehmen kann, der etwas möchte. Und dort habe ich einen besonderen Kalender gefunden vom Dalai Lama mit seinen Weisheiten und Sprüchen. Und als ich diesen Kalender aufgeschlagen habe, habe ich 2 interessante Stellen gefunden, die besonders in der heutigen Situation und in der heutigen Zeit wichtig sind. Ja, und jetzt möchte ich einfach euch einladen, mit an einer Meditation teilzunehmen und sich einzustimmen. Es wird 2 Sachen geben und es läuft bei uns so, man sagt diese Themen an, um die es geht und auf die man sich ja, einstimmen soll, über die man meditieren soll, über die man mit Fernreiki, sprich Distanzreiki, arbeiten soll. Das dauert dann ungefähr pro Thema 5 Minuten. Dann wird das zweite Thema angesagt. Es findet in der Regel nach der Ansage in Stille statt. Es wird also nicht gesprochen. Es ist keine geführte Meditation. Und am Ende löst man die Meditation auf. Dann gibt es ein bisschen Pause, sodass jeder noch etwas nachsinnen kann. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns austauschen können, was denn jeder sich so während der Meditation, ob irgendwelche Gedanken gekommen sind oder was jemandem vielleicht als Idee gekommen ist. Ja, nun beginne ich mit der Einstimmung. Das heißt, wir geben uns selbst etwas Reiki. Es gibt verschiedene Methoden. Die klassische Methode im Usui Shikiryoku ist 2 Hände übereinander auf der Brust.
Es gibt aber welche, die in Gascho-Haltung gehen. Das kann jeder jetzt machen, wie es richtig für ihn ist. Würde ich sagen, stimmen wir uns für 1 Minute kurz ein. Wir atmen tief ein und aus. Und dann rezitieren wir die Lebensregeln. Gerade heute ärgere dich nicht. Gerade heute sorge dich nicht. Ehre deine Eltern, Lehrer und die Älteren. Verdiene dein Leben ehrlich. Sei dankbar für alles Lebendige. Wir beginnen mit der ersten Meditation und das ist der originale Ausspruch von Dalai Lama, seiner Heiligkeit. Im Buddhismus definieren wir das Grundprinzip der Ethik folgendermaßen. Für das Wohlbefinden der Wesen arbeiten, ihnen weder Unrecht noch Schaden zufügen. Ich will es für diese Reiki-Meditation etwas abändern. Mit Reiki arbeiten wir für das Wohlbefinden der Wesen. Wir fügen ihnen weder Unrecht noch Schaden zu. Ich wiederhole es nochmal. Mit Reiki arbeiten wir für das Wohlbefinden der Wesen. Wir fügen ihnen weder Unrecht noch Schaden zu. Und wir begeben uns dann in die Position, die jeder einnimmt, wenn er Fernheilung macht. Wir geben die Symbole rein, jeder für sich, so wie er es gelernt hat. Und dann sagen wir im Geiste das Thema nochmal. Wir geben mit Reiki, arbeiten wir für das Wohlbefinden der Wesen. Wir fügen ihnen weder Unrecht noch Schaden zu. Und jetzt beginnen 5 Minuten. Mit Reiki helfen wir allen Menschen. Wir fügen ihnen wieder keinen Schaden.
So, wir kommen langsam aus der ersten Meditation zurück. Dazu klappen wir etwas in die Hände, blasen durch, reiben es etwas, bleiben noch in Stille. Nun möchte ich zum zweiten Thema beginnen. Und als ich auf dem Weg zu dem Reiki-Festival war, habe ich natürlich Zeitung gelesen und etwas Radio gehört. Und da ging es wieder um Gaza. Ja, also um die furchtbare Situation dort. Und ich habe überlegt, wie kommt man dieses Problem lösen oder dieses furchtbare Grauen erstens beenden und zweitens dafür sorgen, dass so etwas nie wieder geschieht. Ich habe darüber auch mit Don Alexander gesprochen, ein alter Reiki-Meister, der mir erklärt hat, dass das ein Problem ist, weil das sehr altes Karma drauf lastet, Jahrtausende alt, zwischen diesen beiden Völkern, zwischen Palästinensern und Israelis, sodass das also sehr, sehr viel und schwer ist, was da dahinter steht. Und auch in diesem Kalender, den habe ich erst am letzten Tag vom Reiki-Festival genommen, fand ich dazu etwas, was mich getröstet hat. Und ich will es euch vorlesen. Vergebung ist Handeln, das auf Nachdenken basiert, nicht auf Vergessen. Wir übernehmen damit Verantwortung und zeigen, dass wir die wahre Natur der Dinge verstanden haben. Und das war für mich sehr, sehr tröstlich. Und vielleicht über das Verstehen, das gegenseitige Verstehen, ist es möglich, die Situation in Gaza, in Palästina, in Israel nachhaltig zu befrieden. Und das soll jetzt Inhalt unserer zweiten Fernrequisition sein. Ich lese es nochmal langsam vor. Vergebung ist Handeln, das auf Nachdenken basiert, nicht auf Vergessen. Wir übernehmen damit Verantwortung und zeigen, dass wir die wahre Natur der Dinge verstanden haben. Und darüber bitte ich jetzt wieder in die Haltung zu gehen, etwas sich selbst Reiki zu geben zur Einstimmung. Eventuell auch die Gasho-Haltung einzunehmen. Und dann zu diesen Sätzen in dieses Verhalten Energie geben durch Anwendung der Symbole. Und ich lese es nochmal langsam und deutlich vor. Vergeben ist Handeln, das auf Nachdenken basiert, nicht auf Vergessen. Wir übernehmen damit Verantwortung und zeigen, dass wir die wahre Natur der Dinge verstanden haben. Und jetzt geben wir wieder 5 Minuten, gut 5 Minuten Reiki in diese Möglichkeit.
Langsam wieder zurückkommen. Zweite Session ist beendet. Ja, dann klappe ich etwas. Das Ende anzuzeigen. Vielleicht noch etwas in Stille sitzen und nachklingen lassen. Und Chinda wird uns dann alle wieder zuschalten.